So, heute gibt es dann wieder ein Produkt, das es schon seit fast 100 Jahren gibt. Einfach dranbleiben. Bis gleich. So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Review mit mir, dem Flo. Ich bin wie immer im Ottobrunn in unserem Pomadeshop-Showroom. Und heute gibt es mal keine Pomade, nein, ich habe heute nach reger Nachfrage mich dazu entschlossen, mal ein Review von wieder mal einer Frisiercreme zu machen. Und zwar von der Brillcream. Wie auch hier in unserem Pomadebuch gibt es einen extra Abschnitt darüber, weil es nämlich echt ein klassisches Produkt ist. Ich habe es natürlich auch hier in Real Life dabei. Und zwar, wie gesagt, eine Frisiercreme, also eine bisschen weichere Geschichte als eine Pomade, also wirklich eine Creme. Gibt es schon seit 1928, ja, also seit 91 Jahren, jetzt hier im Jahr 2019, wenn ich mich nicht verrechne. Kommt ursprünglich aus England, ist dann so im Laufe des Zweiten Weltkriegs so zur Standardausstattung der alliierten Truppen geworden, ist somit auch nach Amerika gewandert. Die Piloten damals hatten das so auf dem Haar, dass sie sogar Brillcream Boys genannt wurden. In Amerika hat sich dann so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Die wurden von einer anderen Firma übernommen, der Vertrieb dort. Dort haben sie dann die Verpackung ein bisschen redesigned. Also die gibt es dann da dort in einer Tube, in der schwarzen. Und auch die Zusammensetzung ist so ein ganz klein bisschen anders in der Duft. Aber in Europa, halt aus England, ist die Brillcream vorherrschend geblieben. Und die haben wir natürlich auch bei uns im Programm und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Genau, also wenn man diese Dose hier so aufmacht, ist eigentlich ganz cool. Man hat so einen riesigen roten Deckel über so einem grauen Zylinder drüber. Jetzt zeige ich mal den Deckel, da ist eben das Brillcream-Logo drauf, auch mit diesem Löwen. Echt ganz cool, auch so eine abgefahrene Form hier oben, so ein bisschen geschwungen, noch eine Prägung ist dabei. Und hat man eben dann hier diesen Zylinder, der im Optimalfall bei einer neuen Brillcream natürlich randvoll gefüllt ist, aber jetzt in dem Fall ist sie schon etwas benutzter, von dem her nicht mehr ganz so viel drin, aber für mich reizt, denke ich noch. Und vom Duft her ist es ein sehr, sehr frischer Duft, das ist echt klassischer Duft, aber trotzdem modern, echt ganz cool. Ist so eine ganz leichte würzige Note mit dabei, so eine leichte Zitronennote oder Limettennote ist mit drin. Also gefällt mir echt ganz gut. Und die werde ich euch jetzt einmal zeigen, wie ich die anwende. Ich habe jetzt meine Haare schon gewaschen, die sind ja fast gar nicht mehr feucht. Ich würde auch nicht unbedingt empfehlen, sie ins ganz feuchte Haar einzuarbeiten, weil sie wirklich eine sehr weiche Frisiercreme ist, die auch auf Wasser basiert, und wenn man die dann ins nasse Haar einarbeitet, dann merkt man von der eigentlich fast gar nichts, ja, weil ihr wisst ja vielleicht, eine Frisiercreme gibt so gut wie keinen Halt, ist wirklich nur dazu gedacht, um Haare zu legen und zum Glänzen zu bringen. Jetzt in dem Fall vor allem, andere Frisiercremes lassen den Glanz ja dann auch wieder nach, aber die hier glänzt wirklich sehr gut. Deswegen meine Haare, wie gesagt, fast trocken. Es ist so ein ganz leichter Build-up von der mittleren Pomade noch drin, aber ich lege jetzt einfach mal los. Ich nehme jetzt halt diese Creme, das ist wirklich wie so eine Hautcreme, ist sogar fast ein bisschen weicher als die berühmte Hautcreme in der blauen Dose, von dem her auch ganz easy zum Verreiben. Verschwindet fast in der Hand. Und so ist es eigentlich auch im Haar. Und da kann man eigentlich jetzt einfach mal nur so einen Klecks nehmen und schon mal sagen, ja Logo, das reicht mir. Ich will sie einfach nur nach hinten slicken, einfach nur so ein bisschen locker legen. Also wirklich, braucht jetzt nicht erwarten, dass man da jetzt einen richtig festen Halt hinkriegt oder so, sondern einfach nur so zum locker nach hinten legen. Ist die super geeignet und bringt halt das Haar schön zum Glänzen. Ja, das Wort Brillcream enthält ja vom Wortstamm her natürlich auch das Wort Brillantine, aber auch Creme. Deswegen Brillcream, Brillantine plus Creme. So, das ist jetzt einfach mal so locker hingekämmt. Wenn ich jetzt so ein bisschen meine Haare schüttel, dann merkt ihr schon, das hält natürlich nicht, weil es eine Frisiercreme ist aber dafür auch nicht gedacht. Also das ist jetzt nicht so das Produkt, was ihr vielleicht nehmen solltet, wenn ihr auf ein Konzert geht oder so. Ich zeige euch jetzt noch ganz schnell in unserem Pomadebuch, wie denn eigentlich die Frisur mit Brillcream früher üblich war, wie es zum Beispiel auf den Anzeigen von dem war. Da seht ihr hier, der junge Mann hat hier extrem glänzende Haare, genauso wie sein Barbier. Deswegen kann man schon sehen, damals war es üblich, wirklich ein bisschen mehr noch zu nehmen. Und ihr kennt mich, ich nehme auch gerne viel Produkt in meine Haare, deswegen nehme ich jetzt auch noch mal einen zweiten Klecks von dieser sehr coolen Frisiercreme. So, also nochmal eine volle Packung und rein damit. Geht ja wirklich rein wie nix und das Weiße verschwindet auch sofort in den Haaren. Haare fühlen sich wirklich fast so an, als hättet ihr gar nichts drin, sondern es fühlt sich wirklich so an, als hättet ihr sie mit Wasser einfach nur nass gemacht. Ist vom Halt her eben auch sehr ähnlich. Ja. Also, wie gesagt, das ist jetzt nichts, was
langen Halt verspricht, aber für gelegte Frisuren halt sich einfach trotzdem super eignet. Weil das kriegt ihr damit super hin und einen schönen Glanz macht es halt einfach auch. Die Brylcreem enthält nämlich einige Öle. Es war tatsächlich somit das erste Haarpflegeprodukt, wo sie es geschafft haben, eine Emulsion aus Wasser und Öl hinzukriegen. Und es ist tatsächlich auch ein bisschen Bienenwachs drin, um es ein bisschen zu stabilisieren. Jetzt aber jetzt nicht so viel, dass es wirklich einen krassen Halt gibt. So, also mache ich mal eine schöne nach hinten gelegte Frisur. Und das geht ratzfatz, weil da muss man jetzt nicht ewig hinkämmen. Im Grunde bin ich schon fertig und jetzt schaut euch mal an, wie cool das eigentlich ausschaut. Ganz locker gelegt und trotzdem glänzt es wirklich sehr stark. Also echt ein richtig cooles Produkt, wenn man, wie gesagt, eben eine gelegte Frisur haben möchte. Wenn man nicht auf ein Konzert geht oder so, aber einfach so für den Alltag wirklich echt ein cooles Produkt. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mit Frisiercremes oder sehr, sehr leichten Haarprodukten zurechtkommt. Für Leute mit lockigen Haaren, da würdet ihr mit der Brylcreem jetzt nicht besonders weit kommen, weil die ist wirklich eigentlich für das gedacht, was ich jetzt gemacht habe, wirklich nur um die Haare zu legen, nicht um sie groß zu bändigen, wenn sie schwierig zu bändigen eben sind. Also echt ein cooles, klassisches Produkt. Wer auf Klassiker steht, muss die unbedingt auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie gesagt, gibt es schon seit über 90 Jahren und auch ein richtig geiler Duft. Also den habe ich jetzt hier um mich herum und das ist echt richtig klassisch und trotzdem modern. So, das wäre jetzt meine Meinung und mein Review zur Brylcreem gewesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst und einen Kommentar und im allerbesten Fall noch ein Abo. Dann verpasst ihr keines unserer nachfolgenden Videos und dann sehen wir uns mit einem dieser Videos beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao, der Flo.